Hi, bei mir gibt es heute mal einen Slider aus Aluminium, der um die 100 Euro kostet und somit einer der günstigsten Slider ist, die man sich so kaufen kann. Viel Spaß mit dem Video! Ja, erstmal vielen Dank an die Firma Photoviver, die diesen Slider zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Das Coole ist, ich durfte den eben nicht nur testen, sondern ich darf ihn auch behalten. Und ihr wisst, dass ich fast alles Freihand mache und was ich nicht Freihand mache, mache ich mit der Steadicam. Das heißt, ich kann so einen Slider eigentlich gar nicht gebrauchen und habe mich dazu entschlossen, den zu verlosen. Was ihr dafür machen müsst, um den zu gewinnen, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also dranbleiben, es lohnt sich. Fangen wir erstmal an mit dem Lieferumfang und der ist nicht wirklich groß, denn alles, was man geliefert bekommt, ist den Slider und sonst nichts. Was ich mir zum Beispiel noch gewünscht hätte, wäre so eine Tragetasche zum Transportieren. Ich denke, sowas kostet in der Herstellung nicht viel und hätte einiges ein bisschen einfacher gemacht. Was leider auch nicht dabei ist, ist so ein Kugelkopf, denn ihr braucht auf jeden Fall entweder einen Kugelkopf oder ein Fluid Head, um mit diesem Slider richtig arbeiten zu können, einfach um die Position der Kamera auf diesem Slider richtig einzustellen. So einen günstigen Kugelkopf kriegt ihr schon für 10 Euro. Ich habe jetzt noch einen dazu gekauft für um die 20 Euro. Der ist auch ziemlich gut, den kann ich auch empfehlen. Aber es ist ein bisschen schade, dass der jetzt nicht dabei ist. Das heißt, ihr bekommt wirklich nur diesen Slider geliefert und obendrauf auf diesem Slider ist halt eben so eine 3/8-Schraube für Fluid Heads oder eben Kugelköpfe. Die Verarbeitung ist super, also das komplette Teil ist aus Aluminium. Das einzige, was nicht aus Aluminium ist, sind die Füße. Da macht es aber auch Sinn, denn die sind aus Gummi und das sorgt eben dafür, dass wenn der Slider auf einer glatten Oberfläche benutzt wird, nicht so leicht wegrutscht. Das heißt, die Verarbeitung und die Materialauswahl gefällt mir sehr gut. Das Ganze ist dadurch leider nicht wirklich leicht. Das heißt, wenn jemand wirklich auf wenig Gewicht Wert legt, dann sollte er noch ein paar Euro mehr ausgeben und sich so einen Slider aus Carbon zum Beispiel kaufen. Da hat der Jonah ja zum Beispiel mal ein Video drüber gemacht. Die kosten dann so um die 110, 120 Euro. Sind von der Funktion, glaube ich, eher ähnlich, aber eben noch ein bisschen leichter. Also falls ihr darauf Wert legt, dann guckt euch mal nach so einem Slider um. Aber die Verarbeitung an sich von dem Teil ist sehr gut, also es wackelt nichts, alles ist festgeschraubt und fühlt sich sehr wertig an. Das war schon mal sehr, sehr schön. Viel wichtiger als die Verarbeitung von so einem Low-Budget-Gerät ist natürlich immer, ob die Funktion dann auch so ist, wie sie eigentlich sein soll. Am Anfang muss ich sagen, war ich so ein bisschen skeptisch, denn wenn man keine Kamera draufgeschraubt hat, dann läuft der Slider nicht ganz so flüssig. Also ich muss sagen, je schwerer die Kamera ist, die man damit benutzt, desto flüssiger läuft der Slider auch. Also meine A7S mit dem Vailimex 35 mm und dem Batteriegriff lief dann extrem gut. Ich denke mal, ganz leichte Kameras, so Kompaktkameras oder GoPros, lassen sich damit leider nicht ganz so flüssig bedienen. Es hilft aber, wenn man so ein bisschen die Kamera dran drückt, also wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr leichte Kamera benutzt und dann beim Sliden sozusagen so ein bisschen runterdrückt, dann lässt sich auch alles sehr, sehr flüssig bedienen. Also ganz so smooth wie jetzt zum Beispiel so eine Edelkrone Slider läuft der natürlich jetzt nicht, das kann man jetzt auch für 80 Euro nicht erwarten. Aber ihr seht ja die Videos, die ich euch jetzt hier einblende, die sind alle mit diesem Slider gemacht und man kann schon sehr gute Ergebnisse damit erzielen. Als Stativ habe ich übrigens das Amazon Basics Videokamera-Stativ benutzt, was ich auch vor einigen Wochen schon vorgestellt habe. Ich muss sagen, es funktioniert, aber es ist nicht ganz so perfekt. Wenn man sich die Slides mal so in schneller Geschwindigkeit anguckt, stellt man fest, dass zu den Seiten hin immer so ein bisschen der Slider abgekippt wird. Das fällt in normaler Geschwindigkeit nicht auf, aber ganz so perfekt ist es natürlich nicht. Man kann diesen Slider aber auch zum Glück mit 2 Stativen benutzen, also ihr habt da echt genug Gewinde dran an den Seiten, unten und so weiter. Das finde ich schon mal eine sehr coole Sache. Damit könnt ihr halt eben 2 Stative benutzen und das macht das Ganze noch deutlich stabiler. Allerdings auch wieder ein bisschen schwerer zu transportieren. Also ich würde jetzt so ein Setup mit einem Stativ bevorzugen. Also wie gesagt, das Amazon Basics Videokamera-Stativ funktioniert, aber ist jetzt nicht das perfekte Stativ dafür. Der Slider ist übrigens 60 cm lang, was erstmal relativ wenig klingt, aber ich sag mal so, für 90–95% aller Anwendungsgebiete reichen 60 cm vollkommen aus. Wem das zu wenig ist, der kann für, glaube ich, nur 20 Euro mehr einen Slider kaufen, der 120 cm lang ist. Ja, das war's auch schon wieder zu diesem Slider, so viel kann man da ja gar nicht drüber berichten. Zusammenfassend kann ich also sagen, er funktioniert gut. Also im Großen und Ganzen kann ich diesen Slider Anfängern empfehlen. Es ist natürlich kein High-End-Gerät, das muss einem bewusst sein, wenn man sich einen Slider für 80 Euro kauft. Also es ist ganz klar ein Slider für Anfänger und ich muss sagen, viel günstiger werdet ihr auch keinen anderen Slider finden. Deshalb, also falls das Budget knapp ist, probiert gerne diesen Slider einfach mal aus. Und ihr könnt diesen Slider jetzt gewinnen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist auf meiner Facebook-Seite unter diesem Foto "Ich will gewinnen" posten. Dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Die Verlosung geht genau eine Woche, also bis nächsten Sonntag um 12 Uhr. Danach wähle ich dann wieder zufällig einen Gewinner aus, also viel Glück allen. Und ja, jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.